Egal in welchem Game-Genre wir uns zu Hause fühlen, wir teilen am Ende dieselbe Leidenschaft und das ist Gaming. Und vor allem, wenn es darum geht, einem Entwickler oder Publisher einen Denkzettel zu verpassen, sieht man plötzlich großen Zusammenhalt und da spielt es dann auch keine Rolle mehr, auf welchem System man spielt. Und das zeigt sich auch aktuell wieder. Vor kurzem wurden einige von uns in den Dreck geworfen und zu allem Überfluss wurde auch noch nachgetreten. In jedem Genre gibt es tausende kleine bis mittelgroße Entwickler und Publisher, die uns mit vielen tollen Games beliefern. Doch leider stehen sie meist im Schatten einiger weniger Giganten, von denen der ein oder andere gern mit seinem mittlerweile zum größten Teil eher unfertigen und verbackten Durchfall umherwirft. Und dabei gepflegt auf die Verbraucher pfeift. Auch im Rennspielsektor, in dem ich viel Zeit verbringe, gibt es ein paar vorherrschende Giganten. Da wären Microsofts Studios Turn 10 und Playground mit Forza Motorschaden, Built from the ground up for this generation. Forza Ho Recycling, Reduce. Reuse. Ikiki. Sony mit Polyphony Digital, mit Gran Turismo nicht so auf realistisch oder EA natürlich mit Need for Content, dem Paradebeispiel für eine abgestürzte legendäre Spielereihe im Rennsektor. Und dann ist da auch noch Ubisoft mit The Crew. Einer von diesen Riesen hat sich vor kurzem etwas geleistet, was vielleicht noch große Wellen schlagen wird, aber darauf kommen wir später nochmal zurück. Wer glaubt ihr hat dem Fass diesmal den Boden ausgeschlagen? Ja, EA! Was ausnahmsweise mal nicht. Der Gewinner ist Ubisoft. Am 1. April schaltete Ubisoft die Server von dem Game The Crew ab, welches 2014 erschien. Und ja, The Crew war ein tolles Spiel und naja, die Server sind jetzt weg. Okay, passiert, ja, hin und wieder mal bei alten Games. Problematisch hierbei, The Crew funktioniert nicht ohne Internet bzw. Server. Okay, dieses Problem kennt man ja auch bereits von älteren Spielen. Ein paar tofte Modder werden Mods erstellen oder sogar Server einrichten und es wieder spielbar machen, wie es einige auch schon mit Need for Speed World zum Beispiel oder Test Drive getan haben. Oder auch andere Games, ne? Da gibt es eine ganz dicke Palette, da wollen wir jetzt nicht zu weit drauf eingehen. Auf jeden Fall ist es theoretisch möglich. Naja, Ubisoft hatte aber vermutlich schon etwas weiter gedacht und entschieden, euch die Suppe zu versalzen, indem sie euch die Lizenz entziehen und euch das Spiel quasi wegnehmen. Ja, ihr habt richtig gehört, die Lizenz, die ihr mit dem Kauf von The Crew erworben hattet, wurde einfach im gleichen Zug mit der Abschaltung der Server entfernt. Somit wurde das Spiel aus eurer Bibliothek gesnackt. Das gefällt mir. Damit eben niemand es wieder spielbar macht, eventuell mit dem Hintergedanken, die letzten The Crew-Spieler Richtung The Crew 2 oder Motorfest zu schicken. Da ja kurz nach der Abschaltung auch Motorfest auf Steam erschien. Was für ein Zufall. Da kriegen sie allerdings so einige schlechte Bewertungen, die recht negativ ausfallen. Gar kein Wunder nach der Aktion. Aber naja, einen richtigen Steam-Shitstorm würde ich es jetzt auch nicht nennen, denn zu dem Zeitpunkt, als ich mich da umgeschaut habe, waren es knapp 200 Bewertungen und naja. Also, zusammengefasst, Ubisoft hat die Server abgeschaltet und euch die Lizenz entzogen. Sprich, das Spiel quasi geklaut, jetzt im übertriebenen Sinne. Das ist an sich schon ein gottloser Move von Ubisoft, aber natürlich reicht es noch nicht. Man muss natürlich noch ein bisschen nachtreten, denn da kommt einfach mal eben irgend so ein Abo-Boss um die Ecke von Ubisoft und erzählt uns, wir sollten uns damit abfinden, dass Spiele nicht uns gehören. Und die Aussage ist echt harter Tobak, da fühlt man sich fast schon angegriffen, doch leider ist da wohl auch was dran, zumindest was neuere Games angeht, die wir digital erworben haben, denn das Ganze hängt natürlich auch mit den Nutzungsrichtlinien zusammen, die wir immer akzeptieren, die wir auch immer alle sehr vorbildlich durchlesen natürlich. Und naja, wenn da drin steht, das Spiel ist quasi nur gemietet oder die behalten sich das Recht vor, uns die Lizenz einfach zu entziehen und so weiter, dann sind die halt auch im Recht, auch wenn das moralisch gesehen momentan natürlich sehr widerlich wirkt, wenn man einen auf eine andere Minute auf einmal auch noch das Spiel komplett entzogen bekommt. Ne? Nicht nur die Server abgeschaltet, sondern schwupps ist das Spiel auch noch komplett weg. Ohne Hoffnung vermutlich, das irgendwie nochmal spielen zu können. Aber naja, so wie ich das Internet kenne, werden da ein paar clevere Köpfe so oder so einen Weg finden. Die Frage ist nur, wird Ubisoft dagegen angehen oder nicht? Aber auch wieder ein anderes Thema.
Ich frage mich halt, gehören uns unsere digitalen Spiele wirklich nicht, die wir über die Jahre angesammelt haben? Könnten sie jederzeit verschwinden? Sollte beim Erwerb eines Games überhaupt noch kaufen stehen oder eher mieten auf unbestimmte Zeit? Naja, eins ist auf jeden Fall klar, das Thema ist ziemlich heiß und heizt auch das ein oder andere Gemüt auf. Das Ganze geht sogar hoch bis zur EU-Kommission, dazu kommen wir gleich aber noch. Wir hatten da neulich in einem Stream bei einem Kollegen schon eine Diskussion und es gibt halt Leute, die sagen, ja, Ubisoft ist voll im Recht, alles okay. Die anderen sagen, wen interessiert's, das hat doch eh keiner gespielt, was an sich eigentlich eher ein taumelndes Argument, weil, naja, gut, jetzt haben natürlich nach so vielen Jahren nicht mehr viele gespielt, aber ich weiß nicht, schwieriges Thema, schwieriges Argument. Jetzt kann man genauso hingehen und sagen, guck dir mal Motorfest an, ja, so 400 Spieler hier im Schnitt, die anderen 30.000, 12.000, selbst ein schwächelndes Need for Speed hat noch weit über 3.000. Ja, dagegen scheint sich ja für Crew Motorfest keine Sau zu interessieren, juckt einfach keinen. So, schalten wir die Server ab, tschüss. Ja, natürlich, Motorfest ist ein bisschen jünger, aber hey, interessiert doch keinen, spielt doch keiner, was juckt ihr euch, wollt doch nicht rum. Server werden abgestellt, euch wird die Lizenz entzogen, so steht's in den Richtlinien, die dürfen das machen. Ciao. Wird denen wahrscheinlich dann nicht schmecken. Weiß ich nicht, ob die dann noch sagen, ja gut, hat halt dann wirklich keinen interessiert, ne. Natürlich, da fehlen jetzt noch Zahlen von PlayStation und Xbox, aber sollte jetzt auch nur mal ein Beispiel sein. Ne, warum sollte man, nur weil Spiele nicht mehr viel gespielt werden, so einfach deleten, auslöschen, verschwinden lassen? Das ist ja Quatsch. Stellt euch vor, man hätte damals Most Wanted so programmiert, dass es irgendwie nicht mehr spielbar ist. Ich meine, war damals einfach gar nicht möglich mit den alten Konsolen, ne? Aber stellt euch vor, so Perlen von früher wären einfach nicht mehr da. Katastrophe. Ja, aber naja, die Sache ist, da kommen wir nochmal auf die Leute zurück, die sagen, ja, wenn das so in den Nutzungsrichtlinien steht, in den AGBs, dann ist das halt richtig so, dann ist das so. Das ist natürlich die einfache Methode, einfach ja sagen und sich die Unterhose klauen lassen, ne? Ja. Heiße Teile? Aber ja, so leicht funktioniert das dann leider doch nicht. Ich meine, ganz Unrecht haben sie ja wiederum nicht, denn Ubisoft beruft sich halt auch in 4.1 darauf, dass sie machen können, was sie wollen quasi, ne? Die haben sich ihre Richtlinien und so weiter so zurechtgelegt, dass sie meinen, jetzt ihre Dienste jederzeit abstellen zu können, ohne uns irgendwie vorzuwarnen lange oder sonst was. Ja, und ja, geht sowas? Durften sie einfach ausschalten? Nein, streng genommen durften sie nicht abschalten, denn sie können nicht einfach Nutzungslizenzen verkaufen und in den AGB dann aber den 31er-Move machen. Ja, wenn wir Bock haben, nehmen wir es euch wieder weg. Ja, das ist im bürgerlichen Gesetzbuch sogar geregelt unter § 307 der Inhaltskontrolle. Und grob zusammengefasst haben die da ein bisschen Kacke gebaut, weil die auch diese 2 Jahre Gewährleistung nicht eingehalten haben. Und es ist ein ganz wildes Thema, weshalb ich da mal auf das Video vom Solmecke verweise. Den wollte ich eigentlich im Zuge dieses Videos anschreiben, beziehungsweise die Kanzlei an sich mal. Aber ja, jetzt kam, während ich an dem Video hier gearbeitet habe, schon das Video perfekt. Besser geht's ja gar nicht. Da hatte ich auch schon reingehört, aber ja, was dieses ganze Rechtliche direkt angeht und dass euch tatsächlich sogar im Grunde Schadensersatz zusteht, beziehungsweise ihr eine Rückerstattung fordern könnt, wenn ihr das Spiel noch nicht länger als 2 Jahre habt. Ja, all das erfahrt ihr auch in dem Video, ist in der Beschreibung verlinkt. Schaut da nachher gerne mal rein. Und ja, richtig Tofte. Ich mag den Typen. Gut, dass wir so einen haben. Ich meine, das Ganze ist auch mittlerweile bei der EU-Kommission gelandet. Es gibt Petitionen, alles Mögliche. Die Piratenpartei hat sich da nämlich auch eingemischt, was ich irgendwie ironisch finde, weil der eine Typ ja meinte, Spiele, die wir kaufen, gehören uns nicht. Ne? Und dann gibt es dieses Meme, dass ja, Piraterie dann auch nicht stehlen bedeutet. Sehr geil auf jeden Fall. Aber ja, es gibt da noch einen amerikanischen YouTuber. Der YouTuber Scott Ross vom Kanal Accursed Farms hat sich entschieden, gegen diese Unsäglichkeit vorzugehen und gegen Ubisoft zu klagen. Laut ihm ist es eine rechtliche Grauzone, bei der wir es mit der Abschaltung von Servern zu tun haben, und da will er klare Verhältnisse schaffen. Denn immerhin haben Spieler viele ihrer Spiele mit einer unbefristeten Lizenz erworben. Dies gilt laut ihm auch für The Crew, welches nun unbrauchbar gemacht wurde. Er sagt auch, dass sein Argument vermutlich nicht vor Gericht standhält, trotzdem soll die Klage für Klarheit sorgen. Auch wenn Ubisoft vermutlich nicht verlieren würde, will Scott damit auf dieses Grauzonenproblem beim Verbraucherrecht in Videospielen aufmerksam machen.
in der Hoffnung, etwas zu bewirken, was die Spieler am Ende vor solchen Methoden schützt. Denn die Frage bleibt ja, was passiert in Zukunft, was Ubisoft angeht mit The Crew 2 oder Motorfest? Auch diese sind online gebunden. Und man bezahlt da ja auch für Crew Credits, für Ingame-Werbung. Man payt rein und irgendwann ist das einfach weg. Na, man kennt das natürlich auch von Need for Speed World, auch ein ganz übles Pay-to-Win-Game gewesen, wurde aber im Nachhinein wieder online gebracht von einer, ja, Community, die einfach Bock drauf hatte und es gemacht hat. Und EA hat sich da auch nicht gegengestemmt oder irgendwas gemacht, die lassen das auch einfach laufen. Wie wird ein Ubisoft reagieren, sollte man es schaffen, The Crew wieder zu beleben? Was passiert überhaupt da? Deswegen bin ich echt gespannt, denn dieses Problem wirkt sich natürlich auch auf andere Spiele aus, nicht nur auf Rennspiele. Fallout 76 zum Beispiel, weil Fallout ja momentan ziemlich beliebt ist durch die Serie. Fallout 76 ist ja auch ein Online-Game im Grunde. Was passiert damit? Oder also Elder Scrolls Online, also da gibt es ja mehr als genug Beispiele. Oder was wäre, wenn ein Riesendienstleister wie Steam sagt heute auf morgen, ups, ja, wir müssen unsere Server runterfahren. Tschüss. Und puff, stellt euch einfach vor, Steam wäre einen auf einen anderen Moment weg. All eure Spiele, alles ist weg. Ob das jetzt passieren kann, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Experte in dem Gebiet. Und ja, was meint ihr? Sollte man das einfach auf sich sitzen lassen? Ja, wenn es irgendwo in irgendeiner Richtlinie steht, ja, dann nimmt mir doch die Spiele halt weg, gelaufen. Oder sagt ihr, ne, das sollte man wirklich mal aufarbeiten jetzt und wirklich für ganz viel Klarheit sorgen oder eventuell sogar dafür sorgen, dass sich da irgendwas ändert und ja, solche Spiele dem Nutzer irgendwie auf irgendeine Art erhalten bleiben, durch einen Offline-Patch zum Beispiel oder so. Das hat ja auch Gran Turismo gemacht, ne, bei einem ihrer Teile, den sie vor kurzem abgeschaltet haben. Da gab es auch einen Offline-Patch. Naja. Der eine Entwickler kümmert sich halt mehr, der andere weniger um seine Spiele. Das ist heute bittere Realität. Und ja, schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Seid ihr da auf Ubisoft-Seite oder eher nicht? Und naja, ihr müsst bedenken, vielleicht könnt ihr das nicht ganz so nachempfinden, wenn ihr nicht davon betroffen seid, ne? Weil nicht jeder spielt die Rennspiele. Ne? Was meint ihr, wie würdet ihr reagieren, wenn euch euer Lieblingsspiel plötzlich entzogen wird oder so? Ich glaube, The Crew ist da einfach nur der Anfang. Man merkt momentan, es wird immer verrückter. Die Publisher, vor allem die Publisher, es sind meistens ja noch nicht mal die Entwickler schuld. Die Publisher nehmen sich immer mehr raus, um die Leute irgendwie abzuziehen. Sie mischen sich immer mehr in die Entwicklung von Spielen ein, wodurch viele Spiele da auch schon damals einfach schlechter waren als ihre Vorgänger. EA zum Beispiel, Dead Space hat sich zu massiv eingemischt, ne? Oder andere Spiele, wo auf einmal Mikrotransaktionen hier und da und ihr wisst, ihr kennt es ja selber. Und jetzt vor kurzem, auch ganz aktuell eigentlich, Helldivers oder Drivers? Sorry, ich spiele das Spiel eigentlich gar nicht, aber hat auch gerade auf Steam richtig zu kämpfen, weil die Community da einfach mal richtig die Fäuste sprechen lässt jetzt, was Review-Bombing angeht. Weil, ja, da kam einfach Sony und hat so eine Richtlinie geändert. Man konnte vorher sich ganz einfach beim Spielen anmelden und spielen und so einen komischen Schritt mit einem Sony-Account überspringen. Ja, der ist jetzt Pflicht und jetzt kracht das richtig. Sony meinte halt, Warner Bros. Discovery ist schuld daran, hat das losgetreten und ja, mittlerweile sind sie aber zurückgerudert, aber naja, den Stress und den Ärger hat im Grunde der Entwickler bekommen, weil die Steam-Reviews waren einfach boom, die sind richtig ausgerastet, die Leute. Und ja, jetzt ist Sony zurückgerudert und ja gut, die Bewertungen sind zum Glück auch wieder besser geworden. Aber ja, so kann man natürlich wieder sehen, Publisher sind schon ein bisschen überheblich an manchen Stellen, würde ich behaupten. Es ist halt wirklich teilweise nicht mehr auszuhalten. An Ubisoft und Sony sieht man es aktuell halt sehr extrem. Aber es ist aber auch schön zu sehen, dass die Community so zusammenhält und dann den vermeintlich Großen mal richtig aufs Fressbrett gibt, wenn es sein muss. Was die Crew angeht, ist das Ganze ja einfach aber auch nochmal aus einem anderen Grund traurig. Denn die Sache ist ja, The Crew wurde den Rennspielfans nicht einfach nur genommen. Es wurde ihnen kaltherzig entrissen, ohne ein Wort der Würdigung nach all den Jahren. Kein Abschiedsevent, kein Tweet, einfach nichts. Einfach nur Serverabschaltung, dann diese überaus freche Nummer, damit das aus den Bibliotheken verschwinden zu lassen und dann noch der dämliche Spruch, dass Spiele uns ja ohnehin nicht gehören und wir uns einfach mal damit abfinden sollen. Naja, wer jetzt sieht, geht das halt doch nicht so einfach. Ne, schon doof, wenn man sich da als hohes Tier nicht so mit auskennt, aber okay.
The Crew ist jetzt weg, ob es nochmal wiederkommt, weiß man nicht. Wer weiß, was da alles noch bei rumkommt, ne? Durch die EU und so weiter. Auf jeden Fall eine traurige Angelegenheit. The Crew war schon was sehr Besonderes. Es war nicht nur der erste Teil einfach dieser Serie. Es war auch der lebendigste, könnte man fast sagen. Es hatte eine eigene Story, eine eigene Geschichte, während die neueren Teile da mehr so hingeklatscht wirken, auch wenn sie eigentlich nicht schlecht sind. Und deswegen ist es natürlich nochmal umso trauriger, dass man das halt nicht nochmal erleben kann, irgendwann in Zukunft nachspielen kann. Und man muss halt auch immer unterscheiden. Für die einen ist es wirklich egal, die haben vielleicht nicht viel Bezug zum Spiel gehabt oder so, oder sind erst später mit The Crew 2 eingestiegen. Für andere aber ist das vielleicht auch eine emotionale Sache, die sind damit aufgewachsen oder haben es halt von Anfang an gefeiert und sind dort geblieben. Für die war es halt quasi das Elternteil. Es war einfach der erste Teil, das verhält sich genau wie mit den alten Need for Speeds, da denkt man sich auch, boah, die sind halt voll in die Jahre gekommen, es sind einfach Klassiker. Und ja, The Crew wird leider nie in den Genuss kommen, ein Klassiker zu werden, wo man sagen kann, boah, das ist die Legacy, das war der Anfang. Ne, man weiß ja auch nicht, wohin sich das entwickelt, und wenn das die Zukunft von Videospielen ist, dann ist das eigentlich eine sehr traurige Angelegenheit. Aber auch gut, The Crew ist nun weg und wir können nur hoffen, dass anderen Spielen, die wir lieben und die wir vielleicht irgendwann einfach mal wieder erleben wollen, dass denen nicht dasselbe widerfährt. That's what you get.